Also Leute, ihr denkt bestimmt, ihr wisst genau, was passiert, wenn ihr einen Husky nach Hause bringt, oder? Das Geheule um 3 Uhr morgens, diese dramatischen Proteste, wenn ihr zur Arbeit müsst und wie die euer Wohnzimmer in unter 5 Minuten in einen Tatort verwandeln können. Aber was wir niemals erwartet hätten, war das hier. Unser Husky Sturm wurde zum hingabevollsten Babysitter, den wir je gesehen haben. Krass, oder? Es fing an dem Tag an, als wir Emma aus dem Krankenhaus nach Hause brachten. Sturm war 3 Jahre lang unser einziges Kind gewesen. Ein typischer Husky mit durchdringend blauen Augen, dichtem silberweißem Fell, das praktisch auf Kommando harrte und einer Persönlichkeit, die größer war als die der meisten Menschen. Echt jetzt, der Typ war laut bei allem. Der Postbote bekam ein komplettes Konzert. Eichhörnchen erhielten Todesdrohungen in Heulform. Sogar sein Wassernapf bekam eine Standpauke, wenn er nicht nach seinen genauen Standards gefüllt war. Aber als Emma in ihrer Babyschale unser Haus betrat, veränderte sich etwas in Sturm, was wir niemals hätten vorhersagen können. Er näherte sich langsam, was für unseren normalerweise ungestümen Jungen ungewöhnlich war. Sein Schwanz wedelte nicht wild wie bei Besuchern. Stattdessen bewegte er sich in sanften, gemessenen Bewegungen. Er schnüffelte an der Luft um ihre Babyschale, dann blickte er zu uns hoch mit dem, was ich nur als Verständnis beschreiben kann. Was dann passierte, gibt mir immer noch Gänsehaut. Als Emma zu weinen begann, dieses durchdringende Neugeborenen-Geschrei, das direkt durch die Seele schneidet, positionierte sich Sturm neben ihre Babyschale und tat etwas, was er noch nie zuvor getan hatte. Er heulte, aber nicht in seiner üblichen dramatischen Art. Das hier war anders, sanft, melodisch, fast als würde er singen. Und unglaublich, Emma hörte auf zu weinen. Wir dachten, es wäre Zufall. Neue Eltern denken immer, alles sei Zufall, weil die Alternative, dass euer Hund euer Baby besser verstehen könnte als ihr selbst, unmöglich scheint. Aber es passierte wieder und wieder. Jedes Mal, wenn Emma weinte, positionierte sich Sturm in ihrer Nähe und begann sein sanftes Singen. Nicht das ohrenbetäubende Geheule, das die Nachbarn zum Beschweren brachte, sondern etwas, das bemerkenswert nach Schlafliedern klang. Die ersten Wochen waren wir vorsichtig. Jeder kennt die Geschichten, die Warnungen über Hunde und Babys. Kennt ihr das? Besonders große, kraftvolle Raschen wie Huskies mit ihrem wolfsähnlichen Aussehen und ihrer unabhängigen Natur. Leute besuchten uns und fragten sofort, ob wir sicher wären, dass es ungefährlich sei, Sturm in Emmas Nähe zu haben. Einige Familienmitglieder schlugen vor, wir sollten überlegen, ihn umzuprazieren, jetzt wo wir ein echtes Baby hatten, um das wir uns Gedanken machen müssten. Aber was wir täglich miterlebten, erzählte eine völlig andere Geschichte. Sturm hatte sich selbst zu Emmas Beschützer ernannt und er nahm den Job ernst. Wenn sie schlief, schlief er in der Nähe. Nicht zu aufdringlich, aber nah genug, um zu hören, falls sie sich bewegte. Wenn sie weinte, alarmierte er uns mit einem spezifischen Winseln, das wir nie zuvor gehört hatten. Dann bot er seinen musikalischen Trost, bis wir ankamen. Er schien zu verstehen, dass sie zerbrechlich, kostbar und es seine Aufgabe war, sie zu beschützen. Die echte Probe kam, als Emma mehr Zeit auf den Boden für die Bauchlage verbrachte. Sturm legte sich parallel zu ihr hin, sein dichtes Fell schuf eine natürliche Barriere zwischen ihr und dem Rest der Welt. Wenn sich jemand zu schnell oder zu laut näherte, hob er seinen Kopf und gab ihnen einen Blick, der klar sagte: Vorsichtig, das ist ein Baby. Aber hier ist, was uns am meisten erstaunte. Emma begann auf Sturm in einer Art zu reagieren, wie sie auf niemand anderen reagierte. Wenn er seine sanften Heulaute sang, drehte sie ihren Kopf zu ihm. Wenn er in der Nähe war, schien sie ruhiger, zufriedener. Es war, als sprechen sie eine Sprache miteinander, die wir anderen noch lernten.
Die Nachbarschaft begann es zu bemerken. Während unserer Spaziergänge blieben Leute stehen, um zu beobachten, wie Sturm sanft nach Emma in ihrem Kinderwagen sah, wie er sich zwischen ihr und Fremden positionierte. Nicht aggressiv, sondern beschützend. Derselbe Hund, der früher Aufmerksamkeit von jedem Vorbeigehenden verlangte, ging jetzt mit ruhiger Würde, sein Fokus völlig auf seinem winzigen Menschen. Als Emma von einem winzigen Neugeborenen zu einem neugierigen Säugling heranwuchs, entwickelten Sturms Beschützerinstinkte zu etwas noch Bemerkenswerterem. Als sie 6 Monate alt war, hatte sich ihre Bindung auf eine Art vertieft, die uns ständig staunen ließ. Das erste Mal, dass Emma lachte, richtig lachte, war wegen Sturm. Sie lag auf ihrer Spielmatte, als er sich mit einem seiner Spielzeuge näherte, einem quietschenden Igel, den er seit seiner Welpenzeit hatte. Anstatt seinem üblichen aggressiven Quietschen drückte er ihn gerade genug, um den sanftesten Ton zu machen. Emmas Augen wurden groß, dann brach sie in Kichern aus. Sturms Schwanz begann so heftig zu wedeln, dass sein ganzes Hinterteil wackelte und er quietschte das Spielzeug wieder. Mehr Kichern. Sie spielten dieses Spiel 20 Minuten lang. Also, was denkt ihr? Erleben wir reinen Instinkt oder ist das etwas Tieferes? Die Art, wie sich Sturm von unserem dramatischen, aufmerksamkeitssuchenden Husky in diesen sanften, hingabevollen Beschützer verwandelte, lässt einen über die Bindungen nachdenken, die zwischen verschiedenen Arten entstehen. Oder nicht? Leute, wenn euch diese Geschichte berührt hat, würden wir gerne von euren eigenen Erfahrungen mit Haustieren und Kindern hören. Glaubt ihr, dass Tiere echte emotionale Bindungen zu Babys eingehen können oder ist es rein instinktiv? Schreibt eure Gedanken in die Kommentare. Ich lese wirklich jeden einzelnen und antworte auch. Also ehrlich, mich würde brennend interessieren, habt ihr ähnliche Geschichten erlebt? Vielleicht mit eurer Katze, die plötzlich zum Bodyguard wurde oder eurem Hund, der seine wilde Phase aufgab, sobald ein Baby ins Haus kam? Oder seid ihr eher skeptisch und denkt, wir interpretieren da zu viel rein? Diskutiert gerne untereinander in den Kommentaren. Ich finde diese Diskussionen mega spannend. Und krass, fast hätte ich's vergessen. Falls ihr mehr von solchen herzerwärmenden Geschichten sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Wir haben noch so viele unglaubliche Geschichten über die Verbindungen zwischen Tieren und ihren Familien. Nächste Woche kommt übrigens die Geschichte von Minka, der Katze, die ihrem kleinen Menschen das Laufen beigebracht hat. Ihr werdet nicht glauben, wie süß das war. Also, bis dahin, passt auf euch auf und gebt euren Vierbeinern eine extra Kuscheleinheit von mir.